Wie ihr alle wisst, bin ich kein großer Freund des SLS, dem Space Launch System, dem Superschwerlastträgersystem der NASA für die nächste bemenschte Mondmission. Kritikpunkte habe ich an verschiedenen Stellen schon öfters benannt. Insbesondere die hohen Kosten bereiten mir Magenschmerzen. Allerdings gibt es auch einige technische Aspekte, die zum Heulen sind. Deswegen habe ich mich mit Eneas, dem technischen Hobbyberater von Mo, seinen Kanal Senkrechtstarter verlinke ich übrigens in der Beschreibung des Videos, zusammengesetzt und mal ein bisschen gefachsimpelt. Versteht mich nicht falsch, ich finde es super, wenn die Menschen mit Hilfe der NASA zum Mond zurückkehren. Ich werde mich auch freuen wie ein Weltraumschnitzel, wenn SLS einmal vielleicht irgendwann abhebt. Ich bin Teil von Team Space und deswegen freue ich mich über jede Rakete, die der Menschheit einen besseren Zugang zum Weltall verschafft. Nur erlaube ich mir hier und da mal meines Erachtens berechtigte Kritik an den immer mehr werdenden Möglichkeiten ins All zu fliegen. Lasst dem Video doch gerne einen Daumen hoch da, damit der YouTube-Algorithmus versteht, dass Raumfahrt ein breitentaugliches Thema ist. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mars Chroniken. Mein Name ist Sirwan und ich habe die Weltraumnachrichten für euch. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Viel Space bei meiner heutigen technisch begründeten Mod-Tirade auf das SLS. Wir werden heute nicht das komplette Artemis-Programm betrachten. Klar kann man auch sehr viel über die Auswahl des Mondlandesystems schimpfen, über die Orion-Kapsel und insbesondere das europäische Service-Modul meckern und generell sich darüber aufregen, dass die Budgetierung für alles bei der NASA immer mit so vielen Gefälligkeitsaufträgen verbunden ist. Machen wir aber nicht. Heute geht es rein um die Rakete selbst. SLS ist das Trägersystem, das Nutzlasten wie Orion, Europa Clipper und anderes Richtung Mond oder noch weiter bringen soll. Es besteht aus den Boostern, die helfen überhaupt vom Erdboden wegzukommen, der Kernstufe, die die Hauptarbeit zum erdnahen Orbit leistet und der Oberstufe, die in der Lage ist, der Erdanziehungskraft zu entfliehen. Und ja, über die drei Komponenten allein kann man sich ein ganzes Video lang aufregen. Ihr werdet gleich sehen, was Eneas und ich damit meinen. SLS ist in drei Ausführungen geplant. Block 1, Block 1b und Block 2. Von allen drei gibt es jeweils eine Version, die Menschen und eine, die Nutzlasten transportieren soll. Dass die menschentragenden Systeme etwas weniger Nutzlast transportieren, ist per se nicht schlimm. Das ist wahrscheinlich der großzügigeren Treibstoffreserveplanung anzulasten. Irgendwie traurig ist es aber, dass SLS selbst in seiner stärksten Ausführung als Block 2 immer noch weniger zum Mond schießen kann als die Saturn V. Die J-Missionen des Apollo-Programms wogen nämlich etwa 48 Tonnen. Block 2 Crewed schafft anscheinend nur 43 Tonnen. Andere Quellen deuten allerdings an, dass das vielleicht auch schon Block 1b schaffen kann. Ich hätte aber dennoch nach 50 Jahren technischem Fortschritt einfach mehr erwartet. Insbesondere wenn man bedenkt, dass sich die NASA damit brüstet, dass SLS die stärkste Rakete aller Zeiten sein wird. Das stimmt auch, wenn Super Heavy nicht vorher fliegt. Aber was interessiert die Kraft, wenn am Ende weniger als bei der Saturn V beim Mond ankommt? Dazu muss man erwähnen, dass es nicht einmal klar ist, ob Block 2 jemals fliegt. Generell ist die Zukunft des SLS recht ungewiss, was schade ist, da es so nicht in ein effizienteres Trägersystem weiterentwickelt werden kann. Man hätte aber schon vorher einfach mutiger sein können und das, meine Lieben, führt uns zur Kritik an den einzelnen Bestandteilen des SLS. Fangen wir ganz unten bei den Feststoffboostern an. Im Englischen werden diese SRBs genannt. Das steht für Solid Rocket Booster. Ja, ich weiß, es gibt in der Geschichte der Raketen gute Gründe für Feststofftriebwerke. Sie sind, wenn sie nicht wiederverwendet werden, günstig. Sie liefern viel Schub und der Treibstoff kann sehr lange ohne große Aufmerksamkeit gelagert werden, was insbesondere für Interkontinentalraketen interessant ist, die über Jahre in den Bunkern stecken. Aber das ist Kriegsgerät. Die friedliche Raumfahrt braucht diesen Aspekt nicht. Außerdem haben Feststoffbooster auch abgesehen davon große Nachteile. Der spezifische Impuls ist niedrig. So würde der Feststoffbooster des SLS ohne Nutzlast einen Orbit alleine gar nicht erreichen können. Er schafft bloß rund 5,5 km pro Sekunde ΔV aus Geschwindigkeitsänderungspotenzial. Ein Falcon 9 Booster schafft weit über 8 km die Sekunde, könnte sich selbst also ganz knapp in den Orbit fliegen
und man kann die Triebwerke feinsteuern, was bei Feststoffboostern auch nicht geht. Sind sie einmal an, brennen sie, bis der Treibstoff verbraucht ist. Schubänderung ist nur durch Formung der Abbrandoberfläche vor dem Start möglich. Gab es denn andere Optionen? Ja, tatsächlich. Dynetics wollte der NASA ein weiterentwickeltes F1 Triebwerk anbieten, das F1B. Das hätte nicht 6,7 MN, sondern 8 MN Schub liefern sollen und wäre etwas leichter gewesen. Der spezifische Impuls hätte sich im Vergleich zum alten Saturn V Erststufentriebwerk nicht nennenswert verbessert. Aber er wäre immer noch spürbar besser gewesen als der eines Feststoffboosters. Während das F1B nun letztlich gar nicht das Licht der Welt erblickte, tat es das AR1 sehr wohl. Dieses Triebwerk hätte auch eine Option für die Booster des SLS sein können. Es wurde von Aerojet Rocketdyne entwickelt. Es stand zur Debatte als Ersatz des RD-180 für die neue Rakete von United Launch Alliance, der Vulcan Centaur. ULA hat sich aber für das BE-4 von Blue Origin entschieden und hat nun den Salat, das Blue Origin nicht liefert. Das AR1 soll aber gegebenenfalls Raketen von Firefly Aerospace antreiben, einem noch recht jungen US-amerikanischen Raketen-Startup. Vergleichen wir es mit dem F1B, fällt auf, dass sowohl die sogenannte TWR, der Thrust-to-Weight-Ratio, als auch der spezifische Impuls beim AR1 besser ist. Warum stand dann das F1B überhaupt zur Debatte? Weil der Antriebszyklus einfacher war und damit gegebenenfalls zuverlässiger. Leider haben die Amis immer noch ein bisschen Angst vor der gestuften Verbrennung. Die einzelnen Verbrennungszyklen hat Mo von Senkrechtstarter besser erklärt. Aber ganz kurz zusammengefasst kann man sagen, dass das F1B einen offenen Gaszyklus hat. Dort wird also Teil des Raketentreibstoffs in einem Nebenstrom verbrannt, um die Turbine für die Treibstoffpumpe zu betreiben, aber die Abgase werden nutzlos durch einen Auspuff abgeleitet. Bei dem geschlossenen Gaszyklus werden Teile des Treibstoffs innerhalb des Hauptstroms verbrannt. Klingt absurd, aber das funktioniert, wenn man eben nur kleine Mengen des Oxidators bzw. des Brennstoffs einleitet. So kommt die gesamte Hitze und Druck in der Hauptkammer an und kann sich besser in Schub verwandeln. Wirklich von der NASA debattiert wurde nur SRB versus F1B. Aber Aeneas hat auch noch AR1 und das BE-4 hinzugezogen und hat mal etwas gerechnet. Dies geschah unter der Annahme, dass die Flüssigkeitsbooster nicht mehr wiegen sollten als die Feststoffbooster. Dabei ergab sich, dass wenn man ansonsten nichts verändert hätte, F1B Booster etwa 55 Tonnen auf den Weg Richtung Mond hätten schicken können. Bei AR1 Boostern sind es schon 60 Tonnen und mit BE4 Boostern hätten es 62 Tonnen sein können. Das alles bei gleichbleibendem Gewicht. Was man auf dem Graphen nicht erkennen kann, ist, dass die Flüssigkeitsbooster alle etwas leichter als die Feststoffbooster sind, obwohl sie dieselbe Menge Treibstoff tragen. Das liegt daran, dass beim SRB Tank und Brennkammer 1 sind. Dementsprechend muss die Boosterwand aus dickem Stahl sein. Bei flüssigen Treibstoffen sind die Tanks üblicherweise sehr dünnwandig, weil der hohe Druck erst im Triebwerk entsteht. Die Nutzlastgewinne kommen nicht nur durch die effizienteren Triebwerke, sondern auch durch die Tatsache, dass die Kernstufe länger durch viel Schub unterstützt wird. Das reduziert die sogenannten Gravitationsverluste der Rakete. Eine Rakete, die also über den gesamten Aufstieg verteilt mehr Schub zur Verfügung hat, muss also nicht wie im aktuellen Setup 12,8 km die Sekunde bis zum Mondeinschuss einplanen, sondern es reichen 12,5 km die Sekunde. Kommen wir zur Kernstufe. Woraus besteht die überhaupt? Aus einem etwas vergrößerten Space Shuttle Tank und 4 Space Shuttle Triebwerken, den berühmten RS-25S. Diese wurden mit Wasserstoff und Sauerstoff betrieben. Für die damalige Zeit waren die RS-25 erstaunlich effiziente Triebwerke. Sie haben im Vakuum einen spezifischen Impuls von 452 Sekunden geliefert und waren aber auch am Boden mit 366 Sekunden gut zu gebrauchen. Sie galten als sogenannte Sustainer-Triebwerke. Diese können einen kompletten Start in den Weltraum unterstützen und sind nicht auf einen bestimmten Teil der Atmosphäre optimiert. Die Kernstufe allein hat aber auch nicht genügend Schub, um in den Orbit zu fliegen. Deshalb wird sie die ersten 45 Kilometer von den Feststoffboostern unterstützt oder wenn es nach Aeneas und mir ginge, von den oben beschriebenen Flüssigkeitsboostern.
Hat sie nicht die schwere EUS, die Exploration Upper Stage oben auf, kann die Kernstufe unterstützt durch die Booster bis in den erdnahen Orbit fliegen. Für die ersten 3 Artemis-Flüge soll die viel kleinere ICPS, das steht für Interim Cryogenic Propulsion Stage, die Orion-Kapsel bis zum Mond fliegen. Die Stufe hat aber nicht umsonst Interim, also vorläufig im Namen. Deshalb betrachten wir diese jetzt nicht weiter in diesem Video. Aber was gibt es hier daran auszusetzen? Alles fängt damit an, dass wir die Stufe für zu schwer halten. Sie hat 23% mehr Treibstoff geladen als der Space Shuttle Tank, also statt 730 895 Tonnen. Das Tankgewicht allein müsste also von 27 auf 33 Tonnen steigen, wenn man dies einfach mal linear skaliert. Die RS-25 wiegen jeweils 3,2 Tonnen. Hier kommen also noch einmal etwa 13 Tonnen hinzu. Natürlich braucht es noch Flugelektronik, eine leicht verstärkte Struktur durch die größere Nutzlast und die größere strukturelle Belastung der stärkeren Booster und eine Schubstruktur für die RS-25S. Aber wenn wir das halbwegs großzügig dazu schätzen, sind das maximal zusätzliche 19 Tonnen. 33 plus 13 plus 19 sind 65 Tonnen. Die SLS-Kernstufe wiegt aber 85 Tonnen. Das heißt, das sind 20 Tonnen Nutzlast, die nicht im erdnahen Orbit sein können. Das ist echt schade. Und diese 20 Tonnen werden nicht einmal zur Wiederverwendung genutzt. Die sauteuren RS-25S sind nach einem Flug einfach futsch. Und ja, es gibt zum Beispiel für die Vulcan Centaur Überlegungen, die Triebwerke selbst nach dem Ausbrennen von der Stufe vom Tank abzutrennen und mit Hilfe eines Hitzeschilds und Fallschirmen wieder zu bergen. Sowas hätte man sich auch durchaus für SLS überlegen können. Gut, immerhin werden die aus der Space Shuttle Zeit übrig gebliebenen Triebwerke überhaupt wieder genutzt. Aber es sind nur noch 16 Stück da. Deswegen hat man für die Zeit nach Artemis 4 schon mal weitere 18 gekauft. Für ganze 1,8 Milliarden US-Dollar. Ein Triebwerk kostet also 100 Millionen US-Dollar. Raptoren sollen mal 2 Millionen US-Dollar oder weniger kosten. Die russischen, durchaus leistungsfähigen RD-180S kosten ca. ein Viertel, für knapp den doppelten Schub. Das AR-1 soll rund 10 Millionen US-Dollar pro Stück kosten. Und diese zusätzlichen 18 RS-25S seien schon 30% günstiger. Also statt die restlichen zu verbrauchen und eine Neuentwicklung auszuschreiben, um so die Kosten zu senken, das Potenzial wäre schließlich da, wird Aerojet Rocketdyne hier effektiv auf Staatskosten Geld geschenkt. Und das RS-25 hätte viele Aspekte zur Verbesserung neben dem Preis. Es ist über 30 Jahre alt. Man hätte alle Legierungen aktualisieren und damit sicherlich Gewicht sparen können. Man hätte von einer fetten Vorverbrennung auf ein Vollstromsystem umsteigen können, um mehr Brennkammerdruck zu bekommen. Davor haben sich die Amis lange gedrückt, da dies Legierungen benötigt, die sehr heißen Sauerstoff abhaben können. Die gibt es inzwischen auch in den USA. Die Russen hatten das seit 50 Jahren schon und werden wohl beim AR-1 und dem BE-4 als auch beim Raptor-Triebwerk eingesetzt. Man hätte ein Wasserstofftriebwerk würdig der 2020er Jahre entwickeln können. Nein, lieber übervorsichtig auf alte Maschinen setzen. Das entspricht überhaupt nicht dem Entdeckergeist der NASA und das ist so traurig. Nein, wir sind noch nicht durch. Die Exploration Upper Stage, also die EUS, hat auch noch einige Kritik zu ertragen. Hier im Bild ist es die obere. Unten ist die Oberstufe plus Kapsel der Saturn V. Das ganze Drama fängt mit den Triebwerken an. Ja, die RL-10S sind recht effizient, aber da hört es auch schon wieder auf. Wir haben uns ja bereits über die horrenden Kosten des RS-25 aufgeregt. Aber hier bekommt man für die 100 Millionen US-Dollar immerhin 200 Tonnen Schub. Beim RL-10 sind es für 17 Millionen US-Dollar ganze 10 Tonnen Schub. Aber sie gelten ja als so effizient. Ja, das sind sie auch, aber der Unterschied ist nicht groß. Das RS-25 hat einen spezifischen Impuls von 452 Sekunden und die RL-10-Versionen, die wahrscheinlich die EUS schieben sollen, haben 460 Sekunden. Immerhin gibt es eine deutliche Verbesserung zur Saturn V Oberstufe, der S5B. Das J2-Triebwerk hatte einen spezifischen Impuls von nur ca. 425 Sekunden. Und das auch noch mit einem sehr wasserstofflastigen Mischverhältnis. Auf 4,5 Teile Sauerstoff kam ein Teil Wasserstoff und
Viel Wasserstoff wollen wir nicht, denn dessen Dichte ist sehr niedrig und erfordert sehr große und schwere Tanks. Sauerstoff ist viel dichter. 1 Kubikmeter Sauerstoff wiegt etwa 1140 Kilogramm und 1 Kubikmeter Wasserstoff gerade mal 71 Kilogramm. Die EUS hat ein Mischverhältnis von 5,7 Teile Sauerstoff auf 1 Teil Wasserstoff. Das ist doch deutlich besser und deswegen sollten die Tanks doch wesentlich leichter sein. Nein? Aktuell geistern Zahlen von 14 Tonnen Leergewicht im Internet umeinander. Das entspricht demselben Leergewicht wie der S4B und beide Stufen tragen etwa gleich viel Treibstoff. Und bei der S4B war noch der schwere Instrumentenring angebracht und Computer wogen damals noch richtig viel. Die S4B ist 50 Jahre alt. Kann man sich da nicht spürbare Verbesserungen erwarten? Die Triebwerke haben doch sicherlich mehr Schub, oder? Oder? Nicht einmal das ist der Fall. Auch wenn das hier auf Slapstick hin ausartet, so hat ein einzelnes J2 mit etwa 100 Tonnen geschoben. Die EUS hat 4RL10S, also nur 40 Tonnen Schub. Damit verliert die EUS sogar wieder an Effizienz, denn wenn sie die Orion-Kapsel gen Mond schieben will, ist es sinnvoll, kurz mit viel Schub nah an der Erde den Einschuss in den Mondtransfer-Orbit zu machen. EUS wird aber doppelt so lange brennen müssen wie die S4B. Sie wird sich also schon während der Brennphase weit von der Erde entfernen, was orbitalmechanisch nicht sinnvoll ist. Hätte es da denn Alternativen gegeben? Ja, eine ist uns bekannt. Blue Origin hat angeboten, eine Oberstufe mit dem BE3U zu entwickeln. Das hätte immerhin mit 70 Tonnen geschoben, wurde aber abgelehnt, weil der höhere Schub wohl die Solarpaneele der Raumkapsel überlastet hätte. Die werden nach Einschuss in den erdnahen Orbit schon ausgeklappt. Auch war der Vorschlag wohl zu groß, was Umbau beim VAB, dem Vehicle Assembly Building, dem riesigen Gebäude, in dem schon die Saturn V gestapelt wurde, zur Folge gehabt hätte. Also wir finden, das sind beides keine guten Ausreden. Wobei man natürlich dazu sagen muss, dass sich Blue Origin nicht als der verlässlichste Lieferant in der Raumfahrt bewiesen hat. Alles in allem haben wir euch heute gezeigt, dass man vieles hätte anders machen können. Eneas hat alle Optimierungen mal zusammengenommen und auch die Leergewichte der Kernstufe und der Oberstufe noch einmal auf das Notwendigste reduziert. Sein Modell rechnet recht knapp, aber nicht unrealistisch. Das Ergebnis ist, hätte man BE4 Booster verwendet, die Kernstufe und Oberstufe mit moderner Leichtbauweise gebaut und ein BE3U für die Oberstufe verwendet, 74 Tonnen. 74 Tonnen Nutzlast hätte man mindestens gen Mond schießen können. Das sind immerhin 27 Tonnen mehr als die Saturn V zu ihren besten Zeiten. Gleichzeitig wäre das Gesamtsystem 10% leichter als die alte Mondrakete. Aber ist es das? Haben wir jetzt genug technisch geschimpft? Noch nicht ganz. Die Kernstufe ist viel zu groß. Mit nur einer Stufe in den erdnahen Orbit zu gelangen ist wenig sinnvoll, da man Triebwerke braucht, die sowohl in der Atmosphäre als auch im Vakuum halbwegs funktionieren. Man muss also Kompromisse auf beiden Seiten machen. Das nagt an der Effizienz. Klar, die RS-25 sind diesbezüglich schon sehr gut. Aber mit flugphasenoptimierten Versionen könnte man am Boden eher 400 statt 366 Sekunden ISP rausholen und im Vakuum eher 464 statt 452 Sekunden. Dieser kleine Unterschied macht aufgrund der exponentiellen Komponente der Raketenformel schon viel aus. Dann braucht man für den Start selbst reichlich Schub, um überhaupt vom Boden wegzukommen. Das braucht schwere Triebwerke. 2/3 des Weges allerdings braucht man gar nicht mehr so viel Kraft. Man schleppt also schwere Triebwerke und die riesigen Tanks völlig umsonst die ganze Beschleunigungsphase mit. Aber genau das macht SLS. Die Kernstufe wird nur die ersten 45.000 Höhenmeter durch die Booster unterstützt. Dann beschleunigt sie den Großteil allein. In der Block 1 Version kommt sie selbst im erdnahen Orbit an. In der Block 1b Version fehlt nicht mehr viel. Saturn V hat ihre Beschleunigung viel gleichmäßiger über die 3 Stufen verteilt. Würde man einen ähnlichen Ansatz wählen, quasi eine Saturn 2021, könnte man eine erste Stufe mit den AR1 betreiben, die zweite mit 3 RS-25 und die dritte mit einem RS-25. Dazu müsste man aber auch die Stufen neu entwickeln. Ein solches Setup, wenn die Stufen so leicht gebaut sind wie die der Saturn V,
könnte mit einem ähnlichen Startgewicht von knapp 2600 Tonnen 65 Tonnen Richtung Mond schießen und dabei die erste Stufe wieder neben dem Startplatz landen lassen. Vorausgesetzt, das AR-1 kann man wiederverwenden, nur leider ist darüber zu wenig bekannt. So, an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei Eneas bedanken. Ohne dich, Eneas, wäre dieses Skript gar nicht möglich gewesen. Danke für deine Hilfe mit deinen tollen Excel-Sheets. So, und damit alles hier nicht noch weiter eskaliert, war es das heute von meiner Seite. Ich sage danke fürs Einschalten und bis bald auf dem Mars.